1972 entsteht Ulrike Rosenbachs erste Videoarbeit »Bindenmaske«. Es ist zugleich eine der ersten Arbeiten in Deutschland, die das Medium Video künstlerisch einsetzen. Die studierte Bildhauerin benutzt Video experimentell und vielfältig. Ihre eigene Person wird dabei zum Objekt der Beobachtung und zum bestimmenden Motiv in ihrem Werk. Ob alleine in ihrem Studio, mit ihrer Tochter oder vor Publikum. Video ist essentielles Element ihrer Aktionskunst sowie ihrer skulpturalen Werke. In vielen dieser Arbeiten stellt Ulrike Rosenbach die männliche Dominanz der visuellen Kunst in Frage. Besonders in ihrem Frühwerk reflektiert sie das weibliche Rollenbild. Sowohl persönlich in Form ihrer eigenen Rolle als Künstlerin, Ehefrau und Mutter, als auch die kulturell überlieferten Frauenbilder aus Mythologie, Religion, Kunst und Populärkultur. Diana, Venus, Maria, Carmen, Eva. Ulrike Rosenbach ironisiert, kritisiert und aktualisiert die weiblichen Musterbilder. Ich würde das vielleicht mal so darstellen. Da Männer in unserer Gesellschaft eigentlich das Sagen haben, haben sie alle Gesellschaftsrituale geformt. Das heißt, die ganze Gesellschaft in ihrer patriarchalischen Ausstrahlung ist sozusagen ein männlicher Ritus, in dem Frauen eine sehr kleine Rolle spielen und es sehr schwer haben, sich zurechtzufinden in jedem Lebensgebiet. Und dieser Ritus in der Performance oder in der Kunst ist eigentlich eine Aufarbeitung von Zuständen, die im täglichen Leben nicht möglich sind. Für mich ist es so ein Veränderungsideal, was stattfindet in der Performance oder ein Bemühen, Zustände, die in der Gesellschaft eminent sind für Frauen, nämlich also Unterdrückungszustände, Depressionszustände, Leidenszustände, Opferzustände, umzuwandeln in machtvolle und kraftvolle Aktionen der ganzen Persönlichkeit, die dann der Künstlerin ermöglichen, ihr Selbstverständnis wachsen zu lassen, aufblühen zu lassen und zu entwickeln. Ne? So sehe ich das. Sehr gut, danke. Eine Frage noch. Ist für Sie die Kunst eine Überlebensfrage? Für mich persönlich? Ja. Ja, wenn es ihr ein einfaches Ja genügt, dann sage ich ja, nicht? Aber man müsste vielleicht noch sagen, warum. Ich glaube gerade, dass das für mich so ist, weil es meine Möglichkeit ist, meine geistigen Prozesse zu entwickeln, für mich selbst und mich anhand meiner eigenen Arbeiten auch zu entwickeln. An der Akademie in Düsseldorf gab es eben eine Bildhauerklasse, wo der Professor mich frei aufgenommen hat, und von da aus bin ich weitergegangen zu Norbert Kricke, weil dann doch die Arbeit mit Ton am Akt, das fand ich zu einseitig mit der Zeit. Als ich schwanger war mit meiner Tochter, sagte dann Norbert Kricke, nee, das geht nicht, du musst ich lasse da keine Frau hier mit Stahl arbeiten. Ja, und da musste ich die Klasse verlassen. Ich war die einzige Frau, war 1965. Und dann hat mich aber Joseph Beuys in seine Klasse aufgenommen, glücklicherweise. Und deswegen bin ich dann sehr lange bei Joseph Beuys gewesen. Natürlich hat man vor allen Dingen erstmal Aktionen kennengelernt über Beuys, denn die machte er zu der Zeit sehr viel. Auch in der Akademie kleine Aktionen und Video nicht, er mochte Video gar nicht, er hat auch später nie mit Video gearbeitet, das war für ihn ganz schwierig. Aber seine Aktionen wurden gefilmt und später dann irgendwann nach seinem Tod auch mit Video übersetzt, aber ursprünglich waren sie Film. Und damit konnte ich mich wiederum nicht befreunden. Das heißt, ich habe die Aktion gesehen und wollte auch eigentlich keine machen, weil ich fand das wahnsinnig psychisch anstrengend, was Beuys machte. Also ich
habe mich auf Objekte am Körper konzentriert und die auch nach meinem Examen dann noch sehr intensiv gemacht. Irgendwann fand ich dann das wichtig, dass das auch an meinem Körper zu sehen ist als Bild. Und dann haben wir viel fotografiert und ich hatte Freunde aus der Volkwang-Schule in Essen, die Fotografen waren und ich habe mit denen zusammen experimentelle Aufnahmen gemacht und schließlich aber meine eigenen Bewegungen mit den Objekten mit Video aufnehmen wollen, weil das mit Film dann immer fremdbestimmt war. Ne? Dazu gehört ein Kameramann und was weiß ich. Und dann gab es ja glücklicherweise auch in Deutschland 1970 oder so eine Videokamera zu kaufen. Dann habe ich mir das zusammengespart und so ein Teil gekauft für 1.000 € bei Quelle und hatte dann einen Fernseher, auf dem ich das wiedergegeben habe, und so kamen meine ersten Videoarbeiten zustande. Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin, geht in etwa in die Fragestellung herein, auch wie diese Zeit sich gesehen hat. Weil ich schieße immerhin mit Pfeil und Bogen auf das Bild oder das Abbild dieser sehr bekannten Malerei von Stefan Lochner aus dem Mittelalter, Madonna im Rosenhag. Und das ist sozusagen auch gebunden an das Image der Mutter und der schönen Frau, die für Vorbild und, sagen wir mal, Identifikationsmodell für Frauen durch viele Jahrhunderte in Europa waren, im Christentum. Und das anzugreifen und da ins Gesicht zu schießen mit Pfeil und Bogen war natürlich ein wahnsinniger Affront. Ulrike Rosenbach utilise donc une image stéréotype, c'est-à-dire c'est un travail qui se situe dans le domaine du féminisme et en visant, en tirant avec la flèche sur cette image, elle veut tuer, en guillemets, elle veut agresser un cliché de femme qui est à la merci de l'homme pendant des siècles et des siècles. Donc, en tirant sur cette image, elle veut d'un côté détruire ce cliché et d'autre part, elle veut viser avec toute une agressivité un spectateur qui lui est potentiellement quelqu'un qui se sert de ces clichés. N'est-ce pas? Obwohl es die Studentenbewegung gab, war das schon ein ziemlich radikaler Akt. In den 80er Jahren durfte man diese Arbeit immer noch nicht im bavarischen Münchner TV abspielen. Es war unglaublich, was Leute aus dieser Arbeit schöpfen. Dabei war es für mich eigentlich nur die Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Images, also des Identifikation oder des Rollenmodells der Mutter und dann an das andere, ja auch genauso, das Rollenmodell der selbstbewussten Frau, die ihre eigene Macht auch verteidigt mit Waffen sozusagen. Und das war für mich immer schon beides eigentlich ein Stellenwert in meinem Leben. Einerseits war ich Mutter und auch Ehefrau und andererseits war ich aber die wilde Studentin, die Kunst studierte, zu Hause rausgeschmissen wurde. Ich meine, das ist eine andere Generation als heute, ja. Und kein Geld hatte und nachts arbeiten musste in irgendwelchen Bars und so weiter. Also dieser Part von mir, dieser Teil der wilden Frau war auch da und wurde hier thematisiert erstmal als psychologische Grundbasis. Diese Art von Selbstreflexion ist aber schon ein Auslöser für die Arbeit bei mir und deswegen habe ich auch in der Lehre immer darauf zurückgegriffen, im Performance-Training dich selbst zu beobachten. Deine eigenen Gesten, Arbeiten, Bewegungen, aber auch deine eigene Geschichte. Also ein ganzer Zyklus von Arbeiten beschäftigt sich mit dem Bild der weiblichen Schönheit und, sagen wir mal, der Überlieferung der weiblichen Schönheit, also ihrer Gesetze. Eine Frau muss so und so aussehen, darf so und so dick oder dünn sein, ist durch die Jahrhunderte natürlich immer unterschiedlich. Im Großen und Ganzen existiert zu diesem Schönheitsideal auch in der neueren Zeit natürlich ein bestimmtes Gesetz, wie die angepasste Frau auszusehen hat. Und mein Thema
war eben dieses Schönheitsbild der Frau aufzuzeigen, zu ironisieren und dadurch sichtbar zu machen, wie unsinnig das ist oder wie dämlich. Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin, war ja auch ein Teil davon. Aber die Madonnas of the Flowers hat noch diesen anderen Teil, der an den Kitsch der Magazine auch anschließt. Also wenn man diese Kitsch-Fotos von Models sieht, auch heute ist das ja noch das Thema eigentlich. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch so ganz süßliche Musik dazu gewählt. So Hawaii-Musik, die aber kitschig ist, die nicht ein Original Hawaii-Musik ist, ganz und gar nicht, sondern die man in Amerika hört, wenn man ins Flugzeug nach Hawaii steigt, nach Oahu oder Waikiki und Hochzeitsreisen macht. Dann wird man im Flugzeug mit der Musik begrüßt. In Amerika, eben in Los Angeles, wo ich lebte, da war das bis zum Exzess irgendwie ausgeweitet, diese Kitschigkeit der Schönheit. Und das habe ich in Madonnas of the Flower thematisieren wollen, weil das auch mit diesem Flair zu tun hatte, mit dem Heiligenschein der Madonna, der schönen Transparenz des Seins, die nicht aktiv wird, ja, die nur da ist und schön ist, und das ist es. So wurde ja auch die Frau immer verstanden, das sollte sie am allerliebsten, soll sie das in der Männergesellschaft sein. Das hat jeder Mann gerne. Ist ja auch schön, aber nicht nur. Und deswegen habe ich diese transparenten Schleier dazu entwickelt und auch das Gesicht völlig zurückgenommen in diesem Weichzeichner und habe nur diesen Ausdruck, dieses Flair von Schönheit und Kitschigkeit eigentlich wiedergeben wollen. Und da gibt es 2 Phasen in der Videoarbeit von meiner Tochter, 4 Minuten, und von mir 4 Minuten. Weil sie hat das dann auch, diesen Hollow, den Heiligenschein mit den Zacken und so aufgesetzt und hatte natürlich eine ganz andere Gestik und Verständnisform. Und das fand ich so süß und so unschuldig. Das war wirklich für mich also auch genau in diese Klischee-Kitschigkeit rein. Und deswegen habe ich das mitverwertet, weil sie wollte das unbedingt auch mal anziehen als kleines Mädchen. Und dann haben wir das dann zusammen gespielt sozusagen. In dem Zeitmoment, sagen wir mal, oder in dem Jahrzehnt oder in den Jahren, als Video dann auch wirklich Medienkunst wurde und das hier in ZKM oder in den HFG vermittelbar war oder vermittelt wurde, da entwickelt sich natürlich auch die Frage oder der Wunsch nach Medieninstallationen oder Medienthemen auf dem kulturellen Gebiet, die das wiedergeben, was also sowieso schon als Bild da ist, weil es als Film da ist oder als Bildgeschichte und so weiter. Ich greife einen Zeitmoment der Pressefotos oder des Wochenschaufilms oder aus der Tagesschau als Sequenz mit auf und gebe das in einem neuen Kontext, in meiner Sichtweise oder als politische Sichtweise wieder. Eine von den Arbeiten, die ich dann auch als, sagen wir mal, legeren Auftrag eines Museums hatte, war eine Arbeit zu machen über das Zeitgeschehen, und ich habe das Bild der Frau in der Nachkriegszeit produziert. Und da an dem Punkt, Anfang der 90er Jahre, habe ich angefangen, wirklich tatsächlich Filmjournalismus in so ganz kleinen Zeitabschnitten dann immer wieder einzubauen in meine Arbeiten. Das Bild der Frau in der Nachkriegszeit habe ich zum Beispiel eben wirklich Filmsequenzen aus den Wochenschauen und diese Entwicklung von der Frau, die die Trümmerfrau ist und nach dem Krieg eben die Steine wieder aufeinander schichtet, damit man wieder ein Haus hat, in dem man sein kann, und der Frau, die aber gerne der Star wäre, so wie Margot Hilscher oder Marlene Dietrich und was weiß ich, nach diesen Kriegen, dass ich dieses Bild, diese Wunschgeschichte der Frau gegenüberstelle von dem, was die Tatsachen sind. Eine Frau wird erst schön durch die Liebe, ganz allein nur durch die Liebe, darum sehnt sie sich stets nach der Liebe.
Die einsame Spaziergängerin befasst sich ja mit einem Bild von Caspar David Friedrich, was auch im Folkwang-Museum in der Sammlung ist. Es hat eine zentrale Anlage, wie oft in der Romantik, also einen zentralen Berg, Zentralachse und dann diesen Mondbogen, wie man in der Romantik sagte, oben drüber. Ja, also es hat fast eine sakrale Ausstrahlung dadurch. Und das ist das Bild, was ich mir dafür ausgesucht habe, weil eben dieses Wandern in der Nacht mit der künstlichen Beleuchtung mich besonders fasziniert hat. Und deswegen habe ich auch diese Handbewegung gemacht mit der Taschenlampe, die was sehr Nächtliches hat und gleichzeitig auch die Form einer Mondsichel. Es ist ein Sound, der Zuschauer komplett fesselt an das, was sie gerade sehen. Und das ist eigentlich mehr so ein psychologischer Trick, den ich dabei angewandt habe. Weil sie sehen ja relativ wenig. Ne? Sie sehen jemanden, der hin und her wandert auf einem Bild von Caspar David Friedrich, was auch noch auf dem Boden liegt. Also so unheimlich attraktiv ist diese Performance jetzt mal vom heutigen Standpunkt her. Vielleicht nicht, aber sie ist auch nicht so unterhaltsam. Es ist ein sehr konzeptuelles Stück Performance-Kunst, Performance Art aus den frühen Jahren. Und deswegen ist das für mich hier mit der einsamen Spaziergängerin auch so eine Überlegung gewesen, wo ich so eine Performance, die eigentlich so konstituiert ist, dass sie ein Konzept hat, was festgelegt ist, auch von der Bewegung her, nochmal aufgreifen kann und jemand anders führt das aus. Und glücklicherweise habe ich auch mit Smila jemanden, den ich schon sehr lange kenne und der auch eine Figürlichkeit hat, die ich früher auch hatte. Ja, also sie ist auch tänzerisch, studiert Tanz an der Folkwang-Schule und hat so deswegen den Bewegungsablauf des Performistischen über mich und ihre Familie dann auch kennengelernt. Und deswegen ist das für mich eine sehr normale Arbeit eigentlich, mit einer Studentin eben da umzugehen. Und da hatte der König noch ein schönes Mädchen, das hieß Elisa, oder? Ja, das war die Schwester von den 11 Prinzen, ne? Und der König hatte wieder geheiratet. Und diesmal war es nicht gut. Diesmal hatte er eine andere Frau geheiratet. Das war eine Stiefmutter. Also was ich eben sowohl bei den Themen als auch bei den Materialien immer gemerkt habe, dass sich jetzt der Kontext über die Jahrzehnte nicht komplett verändert. Also dass ich nicht komplett was anderes mache oder so, sondern dass sich das auseinander sozusagen weiterentwickelt. Und dass ich Material aus einer frühen Performance in der späteren Arbeit wieder aufnehme. So auch das Prinzip der Wiederholung oder eine Sektion aus einem Video über eine Performance in eine Skulptur umwandle und so weiter und so fort. Sodass man eigentlich auch nicht sagen kann, dass ich in dem Jahrzehnt damit gearbeitet habe und in dem jetzigen wieder was völlig anderes, sondern dass der Übergang ist mehr oder weniger persönlich gemeint und greift deswegen genauso nicht, wie man nicht dauernd neue Finger an die Hand kriegen kann oder so, man greift wieder das ein, was man sowieso schon hat. Ja, und das ist ja natürlich auch sehr üblich in der Kunst, auch in der Musik. Es ist ein sehr musikalischer Ansatz, diese Art zu wiederholen oder aufzugreifen.